Zu meinem schon vorhandenen TE-Zug hat sich eine zweite Zuglokomotive dazu gesellt, und zwar eine Baureihe 103 von Märklin, die 3054, hier in der vierten Variante, gebaut von 1974 bis 1976 von Märklin. Wurde angeboten bei eBay für 44 € inklusive Versand und mit einer richtig schönen Packung. Und da konnte ich diesmal nicht Nein sagen. Habe schon öfters nach der Lok geguckt, aber mir immer gedacht, du hast ja eine Zuglokomotive, die 3053, und habe das immer wieder verschoben, aber diesmal konnte ich da einfach nicht Nein sagen. Hier habe ich dann ein Originalbild aus dem 1974-Katalog rausgezogen von Märklin. Im Text weist Märklin dann hier darauf hin, dass wir einen besonders tiefliegenden Schwerpunkt haben. Und das ist aus dem Grund interessant, weil wir hier eine der ersten Lokomotiven haben, wo Märklin dann hingegangen ist und kein Metallgehäuse mehr oben drauf gebaut hat, sondern ein Kunststoffgehäuse. Aber durch das extrem schwere Fahrgestell fällt das in dem Sinn überhaupt nicht auf. Und die Lokomotive hat wirklich ganz fantastische Fahreigenschaften. Und hier im Text zum Original, das ist die zurzeit eleganteste, stärkste und schnellste elektrische Schnellfahrlokomotive der Deutschen Bundesbahn. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich damals immer schon begeistert hat. Die Ausführung vom Gehäuse, diese Form fand ich immer schon extrem faszinierend. Vor allen Dingen keine Einheitslokomotive, irgendein eckiger Kasten, sondern die Form ist damals aus allen anderen Formen für mich extrem herausgestochen. Und es ist auch heute noch, finde ich, eine der schönsten Lokomotiven, die die Bundesbahn damals überhaupt auf die Schiene gestellt hat. Und meine erste Lokomotive, das ist die 3053 von Märklin, hier in der ersten Variante, gebaut von 1966 bis 1968. Das war sozusagen das Vorserienmodell. Und kurz zur Geschichte: 1965 wurde von dem Vorserienmodell wohl 4 Stück in den Dienst gestellt. Diese wurden 1968 dann umgenannt von der Baureihe 03 in die 103 001 bis 004. Von 1970 bis 1974 wurden wohl 145 der Serienlokomotive dann in Betrieb genommen. Und ab 1979 wurden sie nach und nach dann ausgemustert. Und hier habe ich dann nochmal ein Katalogbild aus dem 1966er Katalog, als Märklin die Vorserienlokomotive sozusagen ins Programm genommen hat. Daran kann ich mich dann nicht mehr so wirklich erinnern, weil ich ja 65 geboren bin und der Katalog von 1966 ist. Ich habe das eigentlich erst in den 70er Jahren dann in den Katalogen gesehen und im Nachhinein erst festgestellt, dass mir dieses Vorserienmodell noch fast ein bisschen besser gefällt als das eigentliche Serienmodell mit den beiden Lüftereien. Aber egal welche Variante der Lokomotive, ich habe in den 70er Jahren als Kind dann die Kataloge geblättert, mir die Lokomotiven angeguckt und von solchen Lokomotiven oder ganz speziell diesen Lokomotiven nur träumen dürfen. Bei mir ist eine Baureihe 24 und der kleine rote Triebwagen im Kreis gefahren. Damit hatte ich auch jede Menge Spaß. Aber geträumt habe ich natürlich immer von den großen Lokomotiven. Bekommen habe ich aber weder eine E-Lokomotive noch eine Baureihe 103, geschweige denn damals einen kompletten TE-Zug. Das Ganze habe ich jetzt in den letzten Jahren natürlich nachgeholt. Und jetzt ist noch eine zweite Zuglokomotive dazugekommen. Sozusagen der Kindheitstraum von damals erfüllt. Und hier habe ich die beiden Modelle dann mal nebeneinander gestellt. Und auf der linken Seite ist das Vorserienmodell, die 3053 von Märklin. Und wir haben hier ein komplett silbernes Dach mit diesem roten Zierstreifen. Haben dann nur eine Lüfterreihe, wie es bei den Vorserienmodellen üblich war. Unten wieder einen silbernen Zierstreifen und als Abschluss dann das rote Band. Und auf der rechten Seite dann das Serienmodell. Hier sind auf dem Dach dann im Grunde nur noch dieser Mittelaufbau vom Maschinenraum in Silber gehalten. Der Rest vom Dach hat den gleichen beigefarbenen Ton wie das Lokgehäuse. Und hier kam die zweite Lüfterreihe dazu, damit in den Serienmodellen die etwas stärkeren Motoren besser gekühlt werden konnten. Die Grundform der Lokomotive ist natürlich komplett gleich geblieben, aber für meinen Geschmack gefällt mir die alte Variante mit diesem silbernen Zierstreifen und dem silbernen Dach und dem roten Zierstreifen dann noch einen Hauch besser. Und hier habe ich dann eine kurze Komplettübersicht der damaligen TE-Wagen. Die Wagen stammen bei mir hier alle aus den Anfang 70er Jahren. Und wie Märklin hier schon überschreibt, TE-Wagen mit Inneneinrichtung. Das heißt, jeder Wagen hat seine individuelle Inneneinrichtung. Gab davor schon Variationen, die waren damals ohne die Inneneinrichtung. Und oben links die 4090, das ist der Aussichtswagen. Die 4085 ist der Abteilwagen. Die 4086 ist der Großraumwagen. Die 4087
ist der Speisewagen und die 44 und die 4088 ist dann der Barwagen und die 4089 entspricht nochmal dem Abteilwagen, allerdings ausgerüstet mit einer Schlussbeleuchtung. Und die 4089 ist dann noch der einzige Wagen, der mir fehlt, beziehungsweise den ich noch nicht habe. Bin aber auch gar nicht so wild drauf, weil er für diese Schlussbeleuchtung ja hinten wieder einen Schleifer dran hat und das stört eigentlich im Grunde genommen hier bei meiner kleinen Anlage, wenn ich sie dann auf Automatikbetrieb über die Schaltgleise fahren lasse, sodass ich dann diesen Schleifer dann für die Fahrten hier sowieso abmontieren würde und die Schlussbeleuchtung nicht leuchtet. Von daher habe ich mir den bis jetzt gespart. Und da ich glücklicherweise 2 Speisewagen habe und 3 von den Abteilwagen, komme ich insgesamt auf 8 Wagen und konnte so den theoretisch überlangen Zug hier für meine kleine Anlage teilen in 2 kurze TE-Züge. Und meine neue Lokomotive, die 3054, die hat hier hinten dran den Speisewagen, danach den Barwagen und dann 2 Abteilwagen hinten angehängt. Und mein zweiter Zug, bespannt mit der 3053, hat den Speisewagen, dann den Aussichtswagen, einen Großraumwagen und zum Schluss auch noch einen Abteilwagen angehängt. Für einen Original-TE-Zug natürlich beide Züge jetzt hier viel zu kurz, aber für meine kleine Anlage vollkommen ausreichend, sodass ich hier in den Genuss komme, sozusagen 2 TE-Züge auf meiner Mini-Anlage gleichzeitig fahren zu lassen. Und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Lokomotiven hier ja circa einmal 48 und einmal 55 Jahre alt sind, drehen sie so geschmeidig ihre Runden. Und man merkt ihnen ihr Alter hier wirklich nicht an. Die neuere Lokomotive im Innenkreis fährt hier analog, weil sie auch ohne Decoder ist. Und die 3053 auf dem äußeren Kreis ist mit einem Digitaldecoder von mir ausgestattet worden und fährt digital. Aber vom Fahrverhalten hier in der Ebene und mit den nur 4 angehängten Blechwagen ist das vollkommen unerheblich. Die analoge Lokomotive fährt im Grunde genauso geschmeidig wie die digital gesteuerte. Und ich bin einfach nur begeistert, muss ich sagen, für das Alter der Lokomotiven, wie problemlos sie hier ihre Runden drehen. So muss ich sagen, macht mir das Eisenbahnspielen oder Fahren hier wirklich Spaß. Die Lokomotiven machen Geräusche auf den Blechgleisen. Das ist ein wahrer Ohrenschmaus. Ich hoffe, das kommt im Video so einigermaßen rüber. Und ich denke, diese Lokomotiven zählen zu den Lokomotiven mit den besten Fahreigenschaften, die ich hier bisher auf meiner kleinen Anlage habe fahren lassen. Und ich bin einfach begeistert, wie diese relativ alte Technik heute immer noch problemlos funktioniert.
Und das war's dann hier von mir mit dem Baureihe 03 bzw. 103, den alten Märklin-Modellen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.